Jeder, der schon einmal an der Einführung einer neuen Software beteiligt war, kennt das Gefühl. Nach einem langen und intensiven Implementierungsprojekt ist der große Tag endlich da, der Go Live. Aber damit ist das Projekt nicht vollständig abgeschlossen. Im Gegenteil, jetzt beginnt die Phase, in der sich entscheidet, ob die neue Lösung im Alltag auch reibungslos funktioniert. Denn für einen störungsfreien Betrieb der Systemlandschaft bedarf es einer dauerhaften Pflege und Wartung. Genau hier kommt der FIS Customer Expert Service ins Spiel. Aber was genau macht diesen Service aus? Wie unterscheidet sich der Support von FIS von anderen Anbietern? Und was bedeutet es eigentlich, Tag für Tag dafür zu sorgen, dass SAP-Systeme stabil laufen? Diese und weitere Fragen klären wir heute in unserer neuesten Podcast-Folge. Dafür spreche ich mit Daniel Bauer, Team Manager Customer Expert Services. Er gibt uns einen Einblick in die Welt des SAP-Supports und erzählt, was seine Arbeit so besonders macht. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir aber direkt ins Thema starten, habe ich eine eher grundlegende Frage an dich. Und zwar möchte ich von dir wissen, was der Begriff Customer Expert Service für dich ganz persönlich bedeutet. Wie würdest du denn eure Arbeit in 3 Worten zusammenfassen? Also prinzipiell würde ich sagen, kundenorientiert, sagen wir ergebnisorientiert, abwechslungsreich ist es natürlich und herausfordernd. Sehr schön. Der Go Live ist ja für viele das große Finale eines langen Projekts. Monate oder gar jahrelange Arbeit münden in diesen einen Moment, in dem das System live geht. Doch was viele nicht bedenken, eigentlich beginnt ja jetzt erst die entscheidende Phase. Denn an dieser Stelle kommt der FIS Customer Expert Service ins Spiel. Von dir möchte ich wissen, was ist denn der FIS Customer Expert Service überhaupt und wie unterstützt ihr Kunden mit eurer täglichen Arbeit? Also prinzipiell sind wir Inhouse-Berater und machen die Arbeit hauptsächlich hier von Grafenrheinfeld aus und wir sind im ständigen Austausch mit den Kunden. Wir betreuen bestehende SAP-Systeme bei unseren Kunden, egal ob es Einführung neuer Prozesse, Update der Systeme wie Releasewechsel oder S4-Transitions, aber auch natürlich Fehler und Probleme bei der Bereinigung unterstützen wir sie da auch. In meiner letzten Frage habe ich ja schon den lang ersehnten Go Live angesprochen. Damit endet in der Regel ja auch ein Softwareprojekt. Gleichzeitig beginnt eine neue Phase. Und zwar muss der reibungslose Betrieb sichergestellt werden. Wie läuft denn der Übergang zwischen Projekt und dem Support bzw. Service ab? Und wie stellt ihr sicher, dass dieser Wechsel möglichst reibungslos verläuft? Dafür haben wir einen definierten Prozessablauf in der FIS. Das nennt sich Transition to Service. Hier werden von den Projektleitern und von den Projektmitgliedern mittels Workshops die Prozesse an uns übergeben. Schaut man sich um, so gibt es viele verschiedene Varianten von Supportdienstleistungen. Und auch jedes Unternehmen hat unterschiedliche Anforderungen. Während einige auf standardisierte Angebote setzen, legen andere Wert auf eine individuelle und maßgeschneiderte Betreuung. Was unterscheidet euch dann von anderen Anbietern und worauf legt ihr besonderen Wert in der Zusammenarbeit mit euren Kunden? In der Regel haben wir definierte fixe Ansprechpartner für den Kunden. Sprich, der Kunde ist keine Nummer, sondern wir haben hier den persönlichen Kontakt und betreuen so den Kunden. Wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis und tauschen uns da zeitnah immer aus. Sehr schön. Die IT-Landschaft in Unternehmen wird immer kleinteiliger. Cloud-Lösungen, hybride Architekturen und Schnittstellen zu anderen Systemen sorgen für neue Herausforderungen. Wo treten denn aus eurer Sicht besonders häufig Probleme auf? Welche klassischen Stolpersteine begegnen euch im Arbeitsalltag? Durch schnellere Neuerungen und Änderungen an den Systemen ist ein erhöhter Lernaufwand vonnöten und stellt einen persönlich vor großen Herausforderungen. Der Zeitaufwand für den Wissensaufbau darf man in dem Fall nicht unterschätzen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Kunden durch euren Service profitieren. Aber was begeistert dich denn an dieser Arbeit und was macht dir besonders Spaß? Zum einen ist die herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Es ist nicht langweilig. Man hat mit verschiedenen Kunden zu tun. Das kann von einfachen Sachbearbeiter bis hoch in die Geschäftsführung reichen. Die IT-Welt entwickelt sich rasant weiter. Automatisierung, künstliche Intelligenz und Cloud Computing verändern die Art und Weise, wie ihr arbeitet und Support funktioniert. Welche Trends und/oder auch Herausforderungen siehst du denn für den SAP-Support in den kommenden Jahren? Ganz klar müssen wir uns auch mit dem demografischen Wandel beschäftigen. Schlagwort Facharbeitermangel betrifft uns ja auch. Und wir bekommen immer mehr Kunden, immer mehr Systeme und es gibt immer weniger Betreuer, die dafür da sind.
Wir müssen auch eben gucken, die Einarbeitung der neuen Trends. Es muss schneller reagiert werden und das Beratungsgeschäft geht Richtung, sagen wir mal, Prozessoptimierung. Das war auch schon meine letzte Frage für heute. Danke dir, lieber Daniel, für die spannenden Einblicke. Wir haben heute gelernt, ein Go-Live ist nur der Anfang. Damit ein Unternehmen langfristig von seiner SAP-Software profitiert, braucht es nicht nur ein stabiles System, sondern auch ein starkes Support-Team im Hintergrund. Wenn Sie mehr über den FIS Customer Expert Service erfahren möchten, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge bei WhatsApp.